dieser Hund rettete seinem Besitzer das Leben, aber dann wollten sie ihn stehlen. Krass, Leute, was ihr gleich seht, wird euch komplett schocken. Ein Ex-Soldat und sein Superhund gegen eine internationale Verbrecherorganisation und alles begann in einem harmlosen Rehabilitationszentrum der Bundeswehr. Also schnallt euch an, denn diese Geschichte ist so verrückt, dass ihr sie zweimal lesen müsst. Das Bundeswehr-Rehabilitationszentrum in Bad Reichenhall war normalerweise ein Ort der Heilung. Hier kamen Soldaten hin, die sowohl körperliche als auch seelische Wunden aus Auslandseinsätzen davontrugen. Aber an diesem Dienstag sollte es sich ändern. Feldwebel Markus Weber saß in seinem Rollstuhl, im sterilen Besprechungsraum, die Bundeswehruniform perfekt gebügelt, seine Orden glänzten im kalten Neonlicht. Neben ihm lag Thor, ein deutscher Schäferhund mit ruhigen, aber wachsamen braunen Augen. Seit dem IED-Anschlag in Afghanistan vor 2 Jahren waren die beiden unzertrennlich. Thor hatte ihn damals aus den Trümmern gezogen, hatte bei ihm gewacht, als die Ärzte um sein Leben kämpften, und während Markus lernte, wieder mit dem Leben im Rollstuhl zurechtzukommen, war Thor sein ständiger Begleiter geworden. »Die Entscheidung ist gefallen«, sagte Oberst Schneider und schob die Papiere über den Tisch. »Thor wird zu einer neuen Einheit versetzt. Ein junger Soldat in Mali braucht einen erfahrenen Diensthund.« Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Nach allem, was die beiden zusammen durchgemacht haben, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet. Markus' Hände zitterten leicht, als er zu Thor hinuntersah. Der Hund spürte die Anspannung und legte seinen Kopf auf Markus' Schoß, eine Geste des Trostes, die er 1000-mal gemacht hatte. »Bitte«, flüsterte Markus, »er ist alles, was mir geblieben ist.« Oberst Schneider seufzte. »Es tut mir leid, Weber, aber der Bescheid ist bereits unterschrieben. Sie haben bis morgen Zeit, sich zu verabschieden.« In diesem Moment passierte etwas Seltsames. Thor hob plötzlich den Kopf, seine Ohren stellten sich auf. Sein ganzer Körper versteifte sich und ein leises Knurren entwich seiner Kehle. Markus kannte diesen Blick, dieses Verhalten. Er hatte es zu oft auf dem Schlachtfeld gesehen. Thor spürte Gefahr. Also Leute, jetzt wird's richtig krass. Thor verhält sich plötzlich total anders und Markus weiß genau, was das bedeutet. Thor sprang auf, seine Muskeln spannten sich an. Das war nicht das entspannte Verhalten eines Haustiers. Das war die pure Konzentration eines Kampfhundes, der eine Bedrohung witterte. Oberst Schneider runzelte die Stirn. Was ist los mit dem Hund? Markus kannte diese Körpersprache nur zu gut. In Afghanistan hatte Thor ihn vor versteckten Bomben gewarnt, vor Hinterhalten, vor Gefahren, die kein Mensch hätte erkennen können. Und jetzt zeigte er genau dasselbe Verhalten. »Thor spürt etwas«, sagte Markus leise, seine Stimme angespannt. »Er macht das nur, wenn...« Ein lautes Krachen unterbrach ihn. Irgendwo im Gebäude war etwas zu Boden gefallen. Oder jemand. Thors Kopf schnappte in Richtung der Tür. Ein tiefes, grollendes Knurren entwich seiner Kehle. Ein Laut, den Markus seit ihrer Rückkehr aus dem Einsatz nicht mehr gehört hatte. »Das ist merkwürdig«, murmelte Oberst Schneider und griff zum Telefon. »Sicherheit, hier ist Oberst Schneider. Gab es irgendwelche Störungen im Gebäude?« Eine Pause. Schneiders Gesicht verdüsterte sich. »Verstehe. Ja, sofort.« Er legte auf und sah Markus ernst an. »Die Überwachungskameras im Ostflügel sind seit 10 Minuten ausgefallen. Unser Sicherheitspersonal geht dem nach.« Thor bellte einmal, scharf und durchdringend. Dann noch einmal. Das war kein normales Bellen. Das war ein Alarm. Markus spürte, wie sein Soldateninstinkt erwachte. »Herr Oberst, wir sollten den Raum verlassen. Thor warnt uns vor etwas Konkretem.« »Das ist doch nur ein Hund, Weber.« »Mit allem Respekt, Sir. Dieser Hund hat mein Leben 12-mal gerettet. Wenn er Alarm schlägt, dann ist da draußen eine reale Gefahr.« Leute, könnt ihr euch vorstellen, wie sich Markus gefühlt hat? Niemand glaubt ihm, aber er weiß, dass Thor nie lügt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch so einen treuen Freund haben möchtet. Plötzlich verstummten die Klimaanlage und die Hintergrundgeräusche im Gebäude. Die Stille war unheimlich. Thors Verhalten änderte sich erneut. Er bewegte sich zur Tür, seine Nase arbeitete fieberhaft. Dann drehte er sich zu Markus um und bellte 2-mal kurz. Ein Signal, das Markus aus dem Einsatz kannte. 2 Personen, flüsterte Markus. Thor signalisiert 2 feindliche Kontakte. Oberst Schneider starrte ihn ungläubig an. »Sie wollen mir sagen, dass Ihr Hund...« Das Licht ging aus. In der plötzlichen Dunkelheit hörten sie Schritte im Flur. Langsam, methodisch, als würde jemand systematisch jeden Raum absuchen. Thor knurrte leise, sein Körper war zum Sprung bereit. Markus griff nach seinem Rollstuhlgriff. Seine Militärausbildung übernahm instinktiv das Kommando.
Herr Oberst, rufen Sie sofort die Feldjäger. Wir haben Eindringlinge im Gebäude. Die Schritte kamen näher. Die Eindringlinge sind im Gebäude. Feldjäger-Alarm. Leute, jetzt wird's richtig ernst. Die Profis sind im Bundeswehrzentrum eingedrungen und Thor ist ihre einzige Warnung. Die Schritte im Flur kamen näher, methodisch, kontrolliert. Das waren keine verwirrten Besucher oder verirrten Zivilisten. Das war die Art, wie ausgebildete Soldaten sich bewegten, wenn sie ein Gebäude durchsuchten. Oberst Schneider griff in der Dunkelheit nach seinem Handy. Seine militärische Ausbildung übernahm trotz der Verwirrung das Kommando. Feldjägerzentrale, hier Oberst Schneider, Reha-Zentrum Bad Reichenhall, Code Rot, unautorisierte Eindringlinge im Gebäude, sofortige Unterstützung angefordert. Thor bewegte sich lautlos zur Tür, seine Augen glänzten im schwachen Notlicht, das durch die Fenster fiel. Markus erkannte die Kampfhaltung seines Partners, geduckt, bereit, jeden Muskel gespannt. »Wie lange bis zum Eintreffen?« flüsterte Schneider ins Telefon. 15 Minuten, kam die Antwort durch den Lautsprecher. Markus' Herz sank. 15 Minuten waren eine Ewigkeit, wenn professionelle Eindringlinge das Gebäude durchkämmten. Und er wusste instinktiv, sie suchten Thor. »Herr Oberst«, flüsterte Markus, »wir müssen hier raus. Thors Verhalten zeigt mir, dass diese Leute ausgebildet sind. Das ist kein Zufall.« Die Schritte stoppten direkt vor ihrer Tür. Thors Körper versteifte sich noch mehr, ein fast unhörbares Winseln entwich seiner Kehle, das Signal, das er immer gegeben hatte, wenn feindliche Kräfte sehr nah waren. Dann hörten sie Stimmen. Gedämpft, aber deutlich. Sie sprachen Deutsch, aber mit einem Akzent. »Raum 237, der Hund müsste hier sein.« Markus' Blut gefror. Sie wussten genau, wo Thor war. Das war kein zufälliger Einbruch, das war eine gezielte Operation. Oberst Schneider starrte Markus im schwachen Licht an, das Verständnis dämmerte in seinen Augen. »Sie sind wegen des Hundes hier?« flüsterte Markus zurück. »Thor ist speziell, spezieller als die Bundeswehr offiziell zugibt.« Die Türklinke bewegte sich langsam nach unten. In diesem Moment reagierte Thor blitzschnell. Er sprang zur Seite des Raums und stellte sich zwischen die Tür und Markus, ein leises, aber bedrohliches Knurren in seiner Kehle. Die Tür öffnete sich einen Spalt. »Herr Oberst«, flüsterte Markus dringend, »haben Sie eine Waffe?« Schneider schüttelte den Kopf. »Das ist ein Reha-Zentrum, kein Kampfgebiet.« Das war es bis heute. Eine Taschenlampe blitzte durch den Türspalt, der Strahl tastete den Raum ab. Thor duckte sich noch tiefer, bereit zum Angriff. Dann hörten sie Stimmen, gedämpft, aber deutlich. »Wir wissen, dass ihr da drin seid. Macht es euch nicht schwerer als nötig, wir wollen nur den Hund.« Markus griff um seinen Rollstuhl, versteckte sich. Nach allem, was sie zusammen durchgemacht hatten, nach Afghanistan, nach der Rehabilitation, nach der Bindung, die sie aufgebaut hatten, jetzt sollte er Thor einfach aufgeben? »Niemals«, flüsterte er entschlossen. Thor blickte zu ihm zurück und in diesen braunen Augen sah er dieselbe Entschlossenheit. Sie waren ein Team, sie waren Familie und Familien kämpfen füreinander. Die Tür schwang vollständig auf. Erster Kontakt mit den Eindringlingen, Thor bereit zum Kampf. Alter, jetzt passiert's wirklich. Die Tür geht auf und Markus sieht zum ersten Mal, gegen wen sie kämpfen müssen. Die Tür schwang auf und enthüllte zwei Gestalten in dunklen Kampfanzügen. Professionelle Ausrüstung, Nachtsichtbrillen, taktische Westen. Das waren definitiv keine gewöhnlichen Kriminellen. Das waren Spezialisten. Der erste Mann war groß und breit, sein Gesicht unter einer Sturmhaube verborgen. Der zweite war schlanker, bewegte sich wie eine Katze. Und in seinen Händen hielt er etwas, das definitiv keine Taschenlampe war. »Guten Abend«, sagte der größere Mann auf Deutsch, aber sein Akzent war unverkennbar osteuropäisch. »Wir sind nicht hier, um jemanden zu verletzen. Wir wollen nur den Hund.« Thor knurrte tief, sein ganzer Körper eine gespannte Feder. Markus kannte diesen Blick. Das war derselbe Fokus, den Thor vor einem Angriff auf feindliche Kämpfer in Afghanistan gehabt hatte. Oberst Schneider versuchte, seine Autorität zu bewahren. »Das ist eine Bundeswehreinrichtung. Sie haben hier nichts zu suchen.« Der schlanke Mann lachte leise. »Herr Oberst, mit allem Respekt, die Feldjäger sind noch 10 Minuten entfernt. Und wir brauchen nur 5. Woher wussten Sie von dem Feldjägeranruf? Das bedeutete, Sie hörten die Kommunikation ab. Diese Operation war viel professioneller geplant, als Markus zunächst gedacht hatte. »Wer seid ihr?« fragte Markus direkt. »Geschäftsleute«, antwortete der große Mann gelassen. »Wir haben einen Kunden, der sehr interessiert an speziellen Tieren ist.
Der schlanke Mann trat einen Schritt näher. »Thor ist berühmt in bestimmten Kreisen, Herr Weber. Seine Fähigkeiten in Afghanistan waren beeindruckend.« Markus' Blut gefror. Sie wussten nicht nur von Thor, sondern sie wussten von seinen Einsätzen, von seinen besonderen Fähigkeiten. Das waren Informationen, die höchst klassifiziert waren. »Ihr habt eure Informationen aus internen Quellen. Jemand in der Bundeswehr arbeitet mit euch zusammen.« Der große Mann neigte leicht den Kopf, weder Bestätigung noch Dementie. Thor bewegte sich langsam zur Seite, seine Augen nie von den Eindringlingen lassend. Markus erkannte die Taktik. Thor positionierte sich für einen Flankenangriff. »Hör zu«, sagte der schlanke Mann, seine Stimme wurde härter. »Wir können das auf die einfache Art machen oder auf die schwere. Der Hund kommt so oder so mit uns.« »Über meine Leiche«, antwortete Markus. »Das«, sagte der große Mann und griff langsam in seine Weste, »kann arrangiert werden.« In diesem Moment reagierte Thor. Er sprang nicht direkt auf die Männer zu. Das wäre in dem engen Raum dumm gewesen. Stattdessen warf er sich gegen den Lichtschalter an der Wand und tauchte den Raum wieder in völlige Dunkelheit. Sofort war Chaos. Rufe, das Geräusch von Ausrüstung, die zu Boden fiel, und Thors tiefes Knurren, das jetzt von überall zu hören schien. »Verdammt, wo ist der Hund?« schrie einer der Männer. Markus hörte Schritte, dann einen gedämpften Schmerzensschrei. Thor hatte zugeschlagen. »Leute, das ist der Moment, wo ihr merkt, Thor ist kein normaler Hund, der hat Tactics wie ein Navy Seal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr auch so einen Partner haben wolltet.« In der Dunkelheit rollte sich Markus schnell zur Seite. Seine Hände tasteten nach irgendetwas, das er als Waffe benutzen könnte. Dann hörte er das Geräusch, auf das er gehofft hatte. Sirenen in der Ferne. Die Feldjäger kamen früher als erwartet. Feldjäger stürmen das Gebäude. Thor hat gewonnen. Krass, Leute. Jetzt kommt die deutsche Militärpolizei und die Eindringlinge bekommen richtig Probleme. Die Sirenen wurden lauter und lauter. Das charakteristische Heulen der Feldjägerfahrzeuge erfüllte die Nacht und Markus spürte zum ersten Mal seit Beginn dieser verrückten Situation einen Funken Hoffnung. In der Dunkelheit des Raumes herrschte noch immer Chaos. Einer der Eindringlinge fluchte auf einer Sprache, die Markus nicht identifizieren konnte, während der andere offenbar versuchte, seine Ausrüstung zu sortieren. »Wir müssen hier raus«, sagte der große Mann zu seinem Partner. »Die Feldjäger sind 2 Minuten früher als berechnet.« Thor knurrte aus einem Ecke des Raumes. Er hatte seine Position geändert, war aber immer noch angriffsbereit. »Wo ist der verdammte Hund?«, zischte der schlanke Mann. Plötzlich flammten die Notbeleuchtungen auf, rote LEDs, die den Raum in ein gespenstisches Licht tauchten. Jetzt konnte Markus sehen, was Thor angerichtet hatte. Der schlanke Mann hielt sich das Handgelenk, dunkle Flecken auf seinem Kampfanzug verrieten, dass Thor zugebissen hatte. Sein Partner zielte mit einer Waffe in Thors Richtung. »Nicht schießen«, befahl der Verletzte, »wir brauchen ihn lebendig.« Draußen hörten sie Fahrzeuge, die mit quietschenden Reifen vor dem Gebäude zum Stehen kamen. Schwere Stiefel liefen über den Asphalt. »Feldjäger, das Gebäude ist umstellt«, hallte eine Stimme durch ein Megafon. Die beiden Eindringlinge wechselten einen schnellen Blick. »Plan B«, sagte der große Mann knapp. Er griff in seine Weste und zog etwas heraus, das wie ein kleines elektronisches Gerät aussah. Ein leises Piepen erfüllte den Raum. »Was ist das?«, fragte Oberst Schneider alarmiert. »Rauchgranate«, antwortete Markus grimm. »Sie wollen in der Verwirrung entkommen.« Sekunden später explodierte das Gerät in einer Wolke aus dichtem weißem Rauch. Markus konnte seine eigene Hand vor Augen nicht mehr sehen. »Thor«, rief er in den Raum hinein. Ein Bellen antwortete ihm, aber es kam aus der Nähe der Tür. Thor verfolgte die Flüchtenden. Plötzlich krachte die Tür des Raumes auf und das Licht von mehreren Taschenlampen durchschnitt den Rauch. »Feldjäger, Hände hoch! Hier, Oberst Schneider! Die Eindringlinge sind auf der Flucht!« Markus hörte schnelle Schritte, Funksprüche, das organisierte Chaos einer militärischen Operation. Die Profis hatten das Kommando übernommen. Als sich der Rauch lichtete, waren die Eindringlinge verschwunden, aber Thor stand in der Tür, hechelte leicht, aber unverletzt. »Guter Junge«, flüsterte Markus und streckte die Hand aus. Thor kam sofort zu ihm, legte den Kopf auf seine Knie. Ein Feldjägerhauptmann betrat den Raum. »Sind alle unverletzt? Wie viele Angreifer?« »2«, antwortete Oberst Schneider, »professionell ausgerüstet. Sie wollten den Hund.« Der Hauptmann sah zu Thor, dann zu Markus. »Warum?«
Das, sagte Markus und streichelte Thors Kopf, ist eine sehr lange Geschichte. Leute, jetzt kommt raus, warum diese Profis Thor wollten. Das ist krasser als jeder Actionfilm. Eine Stunde später saß Markus in einem sicheren Besprechungsraum der Feldjägerstation in Bad Reichenhall. Thor lag neben seinem Rollstuhl, immer noch wachsam, aber entspannter. Oberst Schneider und Hauptmann Müller von den Feldjägern saßen ihm gegenüber. »Herr Weber«, begann Hauptmann Müller, »wir haben die Eindringlinge nicht gefasst, aber wir haben interessante Spuren gefunden. Militärgradausrüstung, professionelle Überwachungstechnik, das war kein gewöhnlicher Einbruch.« Markus nickte. Sie wussten genau, wo Thor war. Sie hatten interne Informationen. Oberst Schneider räusperte sich unbehaglich. »Markus, es gibt etwas, was Sie wissen sollten. Über Thor, über das Programm, aus dem er stammt.« »Welches Programm?« fragte Markus, obwohl er ahnte, dass er die Antwort nicht mögen würde. »Projekt Fenrir«, sagte Schneider leise. »Ein klassifiziertes Bundeswehrprogramm von 2018 bis 2021. Ziel war es, Hunde mit außergewöhnlichen sensorischen und taktischen Fähigkeiten zu züchten und zu trainieren.« Markus starrte Thor an, der zu ihm aufblickte, mit diesen intelligenten braunen Augen, die immer schon etwas Besonderes gehabt hatten. Thor war einer von 13 Hunden in diesem Programm. Nummer 7. Seine Erfolgsrate bei der Gefahrenerkennung lag bei 97%. Kein anderer Hund, auch nicht aus anderen internationalen Programmen, kam auch nur in die Nähe. »Was ist mit den anderen 12 passiert?« fragte Markus mit einem mulmigen Gefühl. Hauptmann Müller antwortete, 8 starben im Einsatz, 3 wurden nach dem Ende des Programms umgesiedelt. Thor war der Einzige, der eine stabile Bindung zu seinem Händler behielt. Umgesiedelt wohin? Das wissen wir nicht, gab Schneider zu. Offiziell wurden sie an Polizeihundestacheln abgegeben, aber keine der Polizeistellen, die wir kontaktiert haben, hat diese Hunde je erhalten. Die Stille im Raum war bedrückend. Markus verstand langsam das Ausmaß der Situation. »Sie sind verschwunden«, festete er. »Schlimmer«, sagte Müller. »Wir glauben, sie wurden verkauft an private Interessenten. Organisationen, die bereit sind, sehr viel Geld für solche Fähigkeiten zu zahlen.« Thor legte seinen Kopf auf Markus' Schoß, als würde er spüren, dass über sein Schicksal gesprochen würde. »Und heute wollten sie Thor holen«, sagte Markus. »Die Angreifer hatten Ausrüstung im Wert von 200.000 €. Das waren keine Kleinkriminellen, das war eine professionelle Entführungsoperation.« Oberst Schneider lehnte sich vor. »Markus, wir glauben, dass Thor in großer Gefahr ist. Diese Leute werden wieder kommen, besser vorbereitet. Was schlagen Sie vor? Wir können Thor in ein Schutzprogramm bringen, ihn verstecken, bis wir mehr über diese Organisation wissen.« Markus sah auf Thor hinunter. Nach allem, was sie zusammen durchgemacht hatten, Afghanistan, seine Verwundung, die Rehabilitation, Thor war mehr als nur ein Hund, er war Familie. »Und ich?«, fragte er. »Sie könnten mitkommen. Neue Identität, neue Stadt.« Markus schwieg lange. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, wir laufen nicht weg.« Markus hat einen Plan, aber der ist richtig gefährlich. Alter, dieser Typ hat Eier. Statt wegzulaufen, will er gegen die Profi-Kidnapper kämpfen. »Sie wollen nicht ins Schutzprogramm?« fragte Hauptmann Müller ungläubig. »Herr Weber, diese Leute haben heute Nacht ein Bundeswehrzentrum angegriffen. Das sind keine Kleinkriminellen.« Markus streichelte Thors Kopf und sah dem Hauptmann direkt in die Augen. »Hauptmann, ich war 3 Jahre in Afghanistan. Ich weiß, was es bedeutet, gejagt zu werden. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, zu kämpfen.« »Sie sind im Rollstuhl«, warf Oberst Schneider ein. »Meine Beine funktionieren nicht mehr. Mein Verstand schon. Und Thor«, er blickte zu seinem Partner hinunter, »Thor ist der beste Soldat, mit dem ich je gedient habe.« Thor bellte einmal, als würde er zustimmen. »Was haben Sie vor?«, fragte Müller. Markus lehnte sich zurück. »Diese Organisation hat einen Fehler gemacht. Sie haben mich unterschätzt. Sie denken, ich bin nur ein gebrochener Veteran mit einem Hund.« »Sind Sie das nicht?«, fragte Schneider vorsichtig. »Ich bin ein gebrochener Veteran mit einem Superhund und militärischer Ausbildung. Das ist ein großer Unterschied.« Müller schüttelte den Kopf. »Das ist Wahnsinn. Sie können nicht gegen eine internationale Organisation kämpfen.« »Warum nicht?« Markus' Stimme wurde härter. »Sie wollen Thor. Aber Thor ist nicht nur irgendein Hund. Er ist mein Partner. Und ich lasse keinen Partner zurück.« Das war das inoffizielle Motto der Bundeswehr-Spezialkräfte. Müller erkannte es und nickte langsam anerkennend.
Was brauchen Sie? Informationen. Alles, was Sie über diese Organisation haben. Wer sie finanziert, wie sie operieren, wer Ihre Kontakte sind. Schneider und Müller wechselten einen Blick. Das meiste ist klassifiziert. Thor war auch klassifiziert. Hat sie das heute Nacht aufgehalten? Ein weiterer Blickwechsel. Geben Sie uns 48 Stunden, sagte Müller schließlich. Wir schauen, was wir finden können. Und in der Zwischenzeit bleiben Sie in Sicherheit. Wir stellen Ihnen einen sicheren Ort zur Verfügung. Markus schüttelte den Kopf. Ich gehe nach Hause. Wenn Sie mich wollen, sollen Sie wissen, wo ich Sie finden. Das ist selbstmörderisch. Das ist strategisch. Sie werden vorsichtiger sein nach dem heutigen Fehlschlag. Sie werden Zeit brauchen, um zu planen. Und in dieser Zeit werde ich auch planen. Thor stand auf und ging zur Tür, dann blickte er zu Markus zurück. Es war Zeit zu gehen. Markus, sagte Schneider ernst, Sie wissen, dass die Bundeswehr Ihnen nicht offiziell helfen kann, nicht bei etwas wie diesem. Das verstehe ich. Aber Thor gehört mir jetzt, oder? Offiziell. Nach dem, was heute passiert ist, ja, die Versetzung ist storniert. Markus lächelte zum ersten Mal seit Stunden, dann haben wir alles, was wir brauchen. Er rollte zur Tür, Thor folgte ihm. Markus, rief Müller, was ist, wenn Sie mit mehr Leuten kommen? Markus drehte sich um. Dann lernen Sie, warum man niemals zwischen einen Soldaten und seine Familie kommt. Markus macht sein Zuhause zur Festung. Thor wird zum Wächter. Leute, jetzt seht ihr, wie ein echter Soldat denkt. Markus verwandelt sein Haus in eine Kampfzone. Markus' Haus in einem ruhigen Vorort von Bad Reichenhall war bescheiden. Ein einstöckiges Gebäude, das für seine Bedürfnisse im Rollstuhl umgebaut worden war. Aber jetzt betrachtete er es mit völlig anderen Augen. Nicht als Zuhause, als Schlachtfeld. So, Thor, sagte er, als sie die Einfahrt hinaufrollten. Zeit für eine taktische Bewertung. Thor sprang aus dem Auto und begann sofort das Grundstück abzugehen. Seine Nase arbeitete, seine Ohren bewegten sich bei jedem Geräusch. Das war nicht das entspannte Verhalten eines Haustiers, das war ein Profi bei der Arbeit. Markus holte sein altes Militärnotizbuch hervor und begann eine Liste. Schwachstellen. Große Fenster im Wohnzimmer, zu exponiert, Glastür zur Terrasse, leicht zu durchbrechen, Garten mit zu vielen Versteckmöglichkeiten, nur ein Fluchtweg. Er rollte durch jeden Raum und notierte sich Verbesserungen. In Afghanistan hatte er gelernt, der beste Verteidiger ist derjenige, der sein Terrain kennt. Erstes Projekt, Sicherheitssystem. Markus hatte noch Kontakte zu ehemaligen Kameraden, die nach dem Militär in der Sicherheitsbranche arbeiteten. Ein Anruf genügte. Klaus, hier ist Markus Weber. Ich brauche einen Gefallen. 2 Stunden später kamen Klaus und sein Team mit einem Transporter voller Equipment. Bewegungsmelder, Kameras, Alarmanlage. Alles diskret installiert. Markus, was zur Hölle ist passiert? Fragte Klaus, während er Sensoren anbrachte. Jemand will Thor. Und sie sind bereit, dafür zu töten. Klaus Piffläuse. Military Grade Equipment? Professionell, sehr professionell. Dann brauchst du das hier. Klaus zeigte ihm eine App auf seinem Tablet. Vollständige Überwachung. Jede Bewegung im Umkreis von 100 Metern wird erfasst. Und das Beste, Thor kann auch Alarm auslösen. Wie? Spezielle Sensoren, die auf Hundegebell reagieren. Wenn Thor Alarm schlägt, geht automatisch ein Signal an die Polizei. Während Klaus arbeitete, trainierte Markus mit Thor. Neue Kommandos, neue Strategien. Thor war ein schneller Lerner. Bewachen, befahl Markus und zeigte auf verschiedene Positionen im Haus. Thor verstand sofort. Er lief zu jedem Punkt, merkte sich die Routen, die Sichtlinien. Warnen, sagte Markus. Thor gab einen leisen Laut von sich. Kein Bellen, sondern ein Winseln, das nur Markus hören konnte. Am Abend war das Haus transformiert. Von außen sah es normal aus, aber innen war es zu einem Hightech-Bunker geworden. Thor lag vor der Haustür, aber seine Entspannung war oberflächlich. Seine Ohren bewegten sich ständig, seine Augen scannten die Dunkelheit. Markus saß in seinem Wohnzimmer, vor sich 3 Monitore mit den Kamerafeeds. Zum ersten Mal seit dem Angriff fühlte er sich bereit. Sein Handy klingelte. Unbekannte Nummer. Er zögerte einen Moment, dann ging er ran. Herr Weber, mein Name ist Dr. Heinrich Müller. Ich arbeite für eine spezielle Abteilung der Gesellschaft. Wir müssen reden. Markus blickte zu Thor, der sofort aufgestanden war. Worüber? Über Thor, über das, was heute passiert ist und über das, was als nächstes kommt. Dr. Müller warnt vor einer noch größeren Gefahr. Alter, jetzt wird's richtig ernst. Was Dr. Müller erzählt, macht Markus klar, die Gefahr ist viel größer. Dr. Müller? Wiederholte Markus vorsichtig. Welche Abteilung genau? BND, Bundesnachrichtendienst, Abteilung für interne Sicherheit. Herr Weber, wir beobachten die Situation um Thor seit Monaten. Markus griff fester um das Telefon. Seit Monaten? Warum haben Sie nichts unternommen?
weil wir nicht wussten, wann sie zuschlagen würden. Der heutige Angriff war früher als erwartet. Thor stand neben ihm, seine Ohren gespitzt. Selbst durch das Telefon schien er die Anspannung zu spüren. »Was wollen Sie?« »Ein Treffen. Heute Nacht. Es gibt Dinge über Thor, über das Projekt Fenrir, die Sie wissen müssen. Dinge, die Oberst Schneider nicht erzählt hat.« Markus fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. »Was für Dinge?« Am Telefon nicht sicher. »Königssee, Parkplatz, 23 Uhr. Kommen Sie allein, aber bringen Sie Thor mit.« Die Verbindung wurde unterbrochen. Markus starrte das Telefon an. Jeder Instinkt schrie ihm zu, nicht zu gehen, aber wenn der BND involviert sah, dann war die Situation noch komplizierter, als er gedacht hatte. Er sah auf seine Überwachungsmonitore. Alles ruhig. Zu ruhig. »Was denkst du, Thor?« flüsterte er. »Vertrauen wir dem BND?« Thor winselte leise, das neue Signal für Unsicherheit, das sie heute geübt hatten. Markus entschied sich für einen Kompromiss. Er würde gehen, aber vorbereitet. 2 Stunden später fuhr er durch die nächtlichen Straßen zum Königssee. Thor saß neben ihm im Auto, wachsam, aber ruhig. Markus hatte Klaus Bescheid gegeben, wenn er bis 2 Uhr morgens nicht zurück war, sollte er die Polizei rufen. Der Parkplatz lag im Dunkeln, nur wenige Straßenlaternen warfen gespenstische Schatten. Markus rollte seinen Rollstuhl aus dem Auto, Thor sprang hinaus. Eine Gestalt löste sich aus dem Schatten. Ein Mann in den 50ern, Anzug, Aktentasche. Definitiv Bürokrat, nicht Soldat. »Herr Weber, danke, dass Sie gekommen sind.« »Dr. Müller nehme ich an.« »Zeigen Sie mir Ihren Ausweis.« Er reichte ihm eine BND-Legitimation. Sah echt aus, aber Markus war vorsichtig. »Warum das Geheimtreffen?« »Weil es in der Bundeswehr Lecks gibt. Jemand hat den Angreifern Informationen über Thor gegeben. Wir wissen nicht, wem wir trauen können.« Das bestätigte Markus' Verdacht. »Was haben Sie mir zu sagen?« Dr. Müller öffnete seine Aktentasche. Projekt Fenrir war nicht nur ein Bundeswehrprogramm, es war Teil einer internationalen Kooperation. 5 Länder, 13 Hunde pro Land. Markus' Augen weiteten sich. 65 Superhunde? Waren. Die meisten sind verschwunden, gestohlen, verkauft oder eliminiert. Und die Organisation von heute Nacht? Nennt sich die Sammler, internationale Gruppe, spezialisiert auf seltene militärische Assets. Sie haben bereits über 40 der Fenrir-Hunde in ihrem Besitz. Thor knurrte leise. Er spürte die Bedrohung in der Unterhaltung. Was wollen Sie mit den Hunden? Verkaufen. An Regierungen, Milizen, Terrorgruppen. Ein Hund wie Thor ist auf dem Schwarzmarkt 10 Millionen Euro wert. Markus schluckte. 10 Millionen? Minimum. Thor ist der erfolgreichste Überlebende des gesamten Programms. Seine Kampferfahrung macht ihn unbezahlbar. Dr. Müller trat näher. Herr Weber, die Sammler werden nicht aufgeben. Sie haben zu viel investiert. BND bietet Schutz, aber Markus hat andere Pläne. Krass, Leute. 10 Millionen Euro Kopfgeld auf Thor. Aber was Markus jetzt entscheidet, ist völlig verrückt. 10 Millionen Euro, wiederholte Markus fassungslos, für einen Hund? Für den Hund, korrigierte Dr. Müller. Thor ist einzigartig. Seine Kombination aus Kampferfahrung, Überlebenstraining und der Bindung zu ihnen macht ihn unbezahlbar. Thor bewegte sich unruhig neben Markus. Er spürte die Spannung des Gesprächs. Die gute Nachricht ist, fuhr Dr. Müller fort, der BND kann Ihnen helfen. Wir haben ein Schutzprogramm für Hochrisiko-Assets. Assets? Schwag Markus' Stimme scharf. Thor ist kein Asset, er ist Familie. Entschuldigung, schlechte Wortwahl. Dr. Müller räusperte sich. Was ich sagen wollte, wir können Sie beide beschützen. Neue Identitäten, sicherer Ort, 24 Stunden Bewachung. Zu welchem Preis? Thor würde gelegentlich für spezielle BND-Operationen eingesetzt werden. Nichts Gefährliches. Nur seine sensorischen Fähigkeiten nutzen. Markus lachte bitter. Sie wollen ihn also auch benutzen, genau wie die Sammler. Das ist völlig anders. Ist es das? Markus drehte seinen Rollstuhl, um Dr. Müller direkt anzusehen. Sie alle sehen Thor als Werkzeug, als etwas, was man besitzen und einsetzen kann. Dr. Müller schwieg einen Moment. Herr Weber, seien Sie realistisch.
Diese Organisation hat unbegrenzte Ressourcen. Sie werden nicht aufgeben. Dann müssen wir sie aufhalten. Wir, Markus lachte, Thor und ich, wir sind ein Team. Dr. Müller schüttelte den Kopf. Das ist Selbstmord. Sie sind ein Mann im Rollstuhl gegen eine internationale Verbrecherorganisation. Ich bin ein Soldat im Rollstuhl mit dem besten Partner, den ich je hatte. Thor bellte einmal kurz und bestimmt, als würde er zustimmen. Markus, Dr. Müller wurde eindringlich, Sie haben bereits 40 andere Hunde. Sie wissen, wie man mit Fenrir-Hunden umgeht. Sie sind vorbereitet. Aber Sie kennen Thor nicht und Sie kennen mich nicht. Was haben Sie vor? Markus lächelte grimm. Die Sammler jagen, aber was Sie nicht wissen, wir jagen sie auch. Sie wollen die jagen. Warum nicht? Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben es persönlich gemacht. Wie? Sie sind in mein Zuhause eingedrungen. Sie haben versucht, meine Familie zu stehlen. Das vergebe ich nicht. Dr. Müller griff in seine Aktentasche und zog eine Visitenkarte hervor. Falls Sie es sich anders überlegen. Tag oder Nacht? Das werde ich nicht. Und wenn Sie mit einem ganzen Team zurückkommen? Markus drehte seinen Rollstuhl Richtung Auto. Dann lernen Sie, warum Thor 10 Millionen Euro wert ist. Als sie wegfuhren, sah Markus im Rückspiegel Dr. Müller, der noch immer am Parkplatz stand und ihnen nachblickte. »Was denkst du, Thor?« flüsterte er. »Bereit für die Jagd?« Thor antwortete mit einem tiefen, zufriedenen Grünnen. Der Jäger war zum Gejagten geworden, aber Markus würde das Spiel nach seinen Regeln spielen. Zeit, die Initiative zu übernehmen. Die Jagd beginnt. Markus und Thor werden zu Jägern. Leute, jetzt dreht sich das Spiel um. Statt zu fliehen, gehen Markus und Thor in die Offensive. Zurück zu Hause aktivierte Markus alle Sicherheitssysteme und setzte sich an seinen Computer. Wenn er die Sammler jagen wollte, brauchte er Informationen. »So, Thor«, sagte er und öffnete seinen Laptop. »Zeit für Aufklärung.« Seine militärische Ausbildung kam ihm zugute. In Afghanistan hatte er gelernt, wie man Feinde aufspürt, ihre Muster analysiert, ihre Schwächen findet. Erstes Ziel: die Angreifer von heute Nacht. Klaus' Überwachungssystem hatte alles aufgezeichnet. Markus studierte die Aufnahmen Frame für Frame. Die Männer bewegten sich wie Spezialeinheiten. Osteuropäischer Akzent, wahrscheinlich russisch oder ukrainisch. Teure Ausrüstung, aber ein entscheidender Fehler. Einer trug eine Uhr mit charakteristischem Design. Markus machte Screenshots und begann zu recherchieren. Nach 2 Stunden Internetsuche hatte er einen Treffer. Eine limitierte Spetsnaz-Veteranenuhr. Nur 500 Stück produziert. Bingo, murmelte er. Als nächstes analysierte er ihr Vorgehen. Der Stromausfall war präzise getimt. Das bedeutete, sie hatten das Gebäude vorher ausspioniert, die Elektrik studiert. Markus rief Klaus an. »Ich brauche einen Gefallen. Kannst du die Stromversorger-Logs für das Reha-Zentrum checken?« 1 Stunde später hatte Klaus die Antwort. 3 Tage vor dem Angriff gab es einen Wartungsbesuch der Stadtwerke. Nur die Stadtwerke haben keinen Besuch protokolliert. Die Sammler hatten also mindestens 3 Tage geplant. Aber das bedeutete auch, sie hatten Schwächen. Markus' Telefon klingelte. Hauptmann Müller. »Markus, wir haben etwas gefunden. Die Eindringlinge haben ein Fahrzeug zurückgelassen. Können Sie morgen zur Feldjägerstation kommen?« »Was für ein Fahrzeug?« »Einen schwarzen BMW, vollgepackt mit Überwachungsausrüstung. Sie haben sie tagelang beobachtet.« Markus' Blut gefror. »Tagelang?« »Mindestens eine Woche. Aber hier wird's interessant. Das Auto ist auf eine Scheinfirma zugelassen. Wir verfolgen die Spur.« Nach dem Anruf saß Markus nachdenklich da. 1 Woche Überwachung. Das bedeutete, sie wussten alles über seine Routinen, seine Gewohnheiten. Aber es bedeutete auch etwas anderes. Sie hatten Zeit und Ressourcen investiert. Das machte ihn wertvoll für sie. »Thor«, sagte er, »wir ändern die Strategie.« Thor hob den Kopf. »Sie erwarten, dass wir uns verstecken, dass wir defensiv bleiben«, Markus grinste. »Aber was ist, wenn wir das Gegenteil machen?« Er öffnete seinen E-Mail-Account und begann zu tippen. »An, unbekannt, Betreff, Thor. Ich weiß, dass ihr das hier lest. Ihr wollt Thor? Dann kommt und holt ihn. Morgen 15 Uhr. Königssee-Wanderparkplatz. Kommt allein. Markus Weber.« Thor knurrte leise. »Ich weiß, Kumpel, es ist verrückt, aber manchmal ist verrückt genau richtig.«
Er sendete die E-Mail an 3 verschiedene Adressen, die er in Darknet-Foren gefunden hatte. Bekannte Kontaktpunkte für militärische Auftragnehmer. Irgendeine würde die Sammler erreichen. Dann rief er Klaus wieder an. »Ich brauche noch einen Gefallen. Einen großen.« Klaus hat einen genialen Plan, das wird episch. Alter, was Klaus vorschlägt, ist so clever. Markus lockt die Sammler in eine Falle, aber nicht allein. »Einen großen Gefallen?« fragte Klaus am Telefon. »Markus, du klingst, als würdest du etwas sehr Dummes planen.« »Nicht dumm, strategisch.« Markus erklärte seinen Plan. Die E-Mail, das Treffen am Königssee, die Herausforderung an die Sammler. Lange Stille am anderen Ende. »Du willst sie zu einem Treffen locken? Allein? Mit Thor?« »Markus, das ist Selbstmord. Diese Leute sind Profis. Genau deshalb wird es funktionieren. Sie erwarten nicht, dass ich in die Offensive gehe.« Klaus seufzte. »Was brauchst du?« »Überwachung, Backup und…« Markus zögerte. »Vielleicht ein paar alte Freunde.« Eine Pause. »Du meinst das Team? Wenn sie Zeit haben.« Klaus war nach seinem Militärdienst in die Sicherheitsbranche gewechselt, aber er hatte Kontakte. Ehemalige KSK-Soldaten, die jetzt als private Berater arbeiteten. »Das wird teuer. Ich zahle alles, was nötig ist.« »Es geht nicht ums Geld, Markus. Es geht darum, dass du mein Freund bist. Und Freunde lassen Freunde nicht allein kämpfen.« Am nächsten Morgen trafen sich 4 Männer in Klaus' Garage. Markus kannte sie alle vom Militär. Thomas, ehemaliger Scharfschütze. Rico, Sprengstoffexperte und Stefan, Kommunikationsspezialist. »Die Situation«, begann Klaus und breitete Luftaufnahmen des Königssees aus. »Markus hat die Sammler zu einem Treffen herausgefordert. Wir sorgen dafür, dass er lebend wieder rauskommt.« Thomas studierte die Fotos. »Der Parkplatz ist exponiert, zu viele Fluchtrouten für sie. Aber auch gute Überwachungspositionen für uns«, ergänzte Rico. Stefan zeigt auf seinen Laptop. »Ich kann das gesamte Gebiet mit Kameras und Mikrofonen ausstatten. Alles wird aufgezeichnet.« »Und wenn Sie mit einem ganzen Team kommen?« fragte Thomas. Klaus grinste. »Dann lernen Sie, dass man sich nicht mit deutschen Veteranen anlegt.« Sie planten 3 Stunden lang. Jede Position, jeder Fluchtweg, jedes mögliche Szenario wurde durchgespielt. Thor lag entspannt in der Ecke, aber seine Ohren bewegten sich bei jedem Geräusch. »Eine Frage«, sagte Rico schließlich. »Warum machst du das, Markus? Du könntest mit dem BND verschwinden.« Markus streichelte Thors Kopf. »Weil sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben gedacht, ich sei nur ein gebrochener Veteran.« »Und?« »Ich bin ein gebrochener Veteran mit den besten Freunden der Welt.« Thomas lachte. »Verdammt, ich habe das KSK-Zeug vermisst.« Stefan hob sein Handy. »Übrigens, Markus, deine E-Mail hat gefruchtet. Wir haben bereits 3 Antworten abgefangen.« »Welche?« »Alle bestätigen das Treffen, aber sie sagen auch, sie kommen mit Verstärkung.« Klaus wurde ernst. »Wie viel Verstärkung?« »Mindestens 6 Mann, vollständig bewaffnet.« Rico pfiff leise. 6 gegen 4, aber wir haben den Heimvorteil. Und Thor«, ergänzte Thomas, »der Hund ist besser als die meisten Soldaten, die ich kenne.« Markus sah auf die Uhr. 13:30 Uhr. In 1,5 Stunden würde alles beginnen. »Letzte Chance auszusteigen«, sagte er zu seinen Freunden. Klaus schüttelte den Kopf. »Keine Chance. Wir haben zusammen gedient. Wir kämpfen zusammen.« Thor stand auf und ging zur Tür. Es war Zeit. Showdown am Königssee. Markus gegen die Sammler. Leute, jetzt wird's richtig episch. Das Treffen beginnt und ihr werdet nicht glauben, wer alles auftaucht. 15 Uhr. Der Königssee-Wanderparkplatz lag friedlich in der Nachmittagssonne. Touristen spazierten umher, Kinder spielten. Niemand ahnte, was gleich passieren würde. Markus rollte seinen Rollstuhl auf die vereinbarte Position, eine Bank mit Blick auf den See. Thor ging neben ihm, entspannt aber wachsam. Für Außenstehende sahen sie aus wie ein Mann mit seinem Hund, der die Aussicht genoss. In Wahrheit waren sie das Zentrum einer militärischen Operation. »Thomas, Status«, flüsterte Markus in sein verstecktes Mikrofon. »Position Adler besetzt, 300 Meter nordwestlich, perfekte Sichtlinie«, kam die Antwort durch seinen Ohrhörer. »Rico?« »Position Bär besetzt, Parkplatz überwacht, alle Fluchtwege abgedeckt.« »Stefan?« »Position Charlie besetzt, alle Kommunikationskanäle werden überwacht. Klaus ist in Reserve.« Markus entspannte sich leicht. Sein Team war in Position. Was auch immer passierte, er war nicht allein. Thor hob plötzlich den Kopf. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper versteifte sich leicht. Das Signal für Unbekannte nähern sich. »Thor hat was«,
meldete Markus ins Mikrofon. 2 Minuten später sah er sie. 2 schwarze SUVs fuhren auf den Parkplatz. Keine Touristenfahrzeuge, getönte Scheiben, Münchner Kennzeichen, aber die Art, wie sie parkten, verriet Profis. Das sind mehr als 6 Mann, murmelte Thomas durch den Funk. Die ersten beiden Fahrzeuge parkten strategisch, blockierten Fluchtwege, gaben Übersicht über den Platz. Aus dem dritten stieg ein Mann aus, den Markus sofort erkannte. Der große Mann von der Nacht im Reha-Zentrum, diesmal ohne Sturmhaube. Er war älter als erwartet, Mitte 50, graues Haar, Narbe über dem linken Auge, bewegte sich wie ein Raubtier, kontrolliert, gefährlich. »Viktor Petrov«, sagte Stefan durch den Funk. »Ehemaliger Spätzners Oberhaupt, Gesicht läuft durch Interpol-Datenbank.« Petrov kam allein auf Markus zu, seine Hände sichtbar, aber Markus wusste, mindestens 10 andere Augen beobachteten jede seiner Bewegungen. »Herr Weber«, sagte Petrov auf Deutsch, sein Akzent war schwer, aber verständlich. »Sie haben Mut oder sind sehr dumm?« »Vielleicht beides«, antwortete Markus. Thor knurrte leise neben ihm. »Schöner Ort für ein letztes Gespräch«, sagte Petrov und setzte sich auf die Bank neben Markus. Eine überraschend entspannte Geste. »Letztes? Sie wissen, warum ich hier bin. Thor ist wertvoll, sehr wertvoll. Meine Auftraggeber sind bereit, großzügig zu sein.« »Wie großzügig?« Petrov schmielte. 5 Millionen Euro, sofort überwiesen. Sie können gehen, wohin Sie wollen. Ein neues Leben begehen.« Markus sah auf Thor, der ihn mit treuen braunen Augen anblickte. »Und Thor? Er wird gut behandelt. Das versichere ich Ihnen. Als Waffe. Als das, was er ist. Ein Soldat.« Markus schwieg einen Moment. Um sie herum ging das Leben weiter. Familien machten Fotos, Kinder liefen umher, die Sonne glitzerte am See. »Wissen Sie, was Thor wirklich besonders macht?« fragte Markus schließlich. »Seine Fähigkeiten, seine Ausbildung.« »Nein«, Markus streichelte Thors Kopf. »Seine Loyalität. Die kann man nicht kaufen.« Petrovs Lächeln verschwand. »Herr Weber, das war ein großzügiges Angebot. Und meine Antwort ist nein.« Petrov stand auf. »Dann machen Sie es uns schwerer als nötig.« »Thomas«, flüsterte Markus ins Mikrofon. »Es wird interessant.« Die Situation eskaliert. Petrov wird gefährlich. Krass, Leute. Jetzt zeigt Petrov sein wahres Gesicht und es wird richtig bedrohlich. Petrov machte eine kleine Handbewegung. Sofort stiegen aus den SUVs weitere Männer aus. 6, 7, 8. Markus hörte auf zu zählen. »Sie haben Backup mitgebracht«, stellte Petrov fest und blickte in die Richtung, wo Thomas' Position war. Sehr professionell. Markus versuchte, seine Überraschung zu verbergen. Wie hatte Petrov seine Leute entdeckt? »Herr Weger, ich respektiere Sie als Soldaten, deshalb gebe ich Ihnen noch eine Chance.« Petrovs Stimme wurde kälter. »Thor gegen Ihr Leben. Das ist keine Verhandlung. Nein, das ist ein Ultimatum.« Thor stand auf, sein Körper gespannt, er spürte die Veränderungen der Atmosphäre. »Thomas, Status«, flüsterte Markus. 8 Feindkräfte sichtbar, schwer bewaffnet. Sie haben uns lokalisiert. Wie? Stefan antwortete durch den Funk. Thermalsichtgeräte, professionelle Ausrüstung. Petrov lächelte dünn. Überrascht? Wir jagen Fenrir-Hunde seit 3 Jahren. Wir wissen, wie ihre Handler denken. Sie haben andere Hunde gejagt? 12 erfolgreiche Operationen. Thor wird Nummer 13. Markus spürte Wut in sich aufsteigen. Was ist mit den Handlern passiert? Die meisten haben vernünftig entschieden. Einige, Petrov zuckte den Schultern. Bastard! Geschäftsmann. Petrov sah auf seine Uhr. Sie haben 30 Sekunden. In diesem Moment passierte etwas Unerwartetes. Ein schwarzer Mercedes fuhr auf den Parkplatz. Kein SUV, kein Tarnfahrzeug, ein normaler Regierungswagen. Petrov runzelte die Stirn. »Entschuldigung«, rief Dr. Müller laut genug, dass es alle hören konnten. »Polizei, niemand bewegt sich.« Petrus Männer zögerten, das war nicht geplant. »Klaus«, flüsterte Markus ins Mikrofon. »Hast du das arrangiert?« »Nein, aber nutzen wir es.« Dr. Müller kam direkt auf sie zu. »Herr Petrov, Sie stehen unter Beobachtung des Bundesnachrichtendienstes. Diese Operation ist beendet.« Petrov lachte. »Beobachtung ist nicht Verhaftung, Herr Doktor. Das können wir ändern. Mit 4 Mann gegen 8?« Dr. Müller lächelte. »Wer sagt, dass wir nur 4 sind?« Aus verschiedenen Richtungen tauchten weitere Gestalten auf. SEK-Beamte, BND-Agenten, sogar Feldjäger. Der gesamte Parkplatz war umstellt. »Verdammt«, murmelte Thomas durch den Funk, »das ist eine echte Operation.« Petrov sah sich um, seine Ruhe begann zu bröckeln. »Sie blöffen.« »Versuchen Sie es«, sagte Dr. Müller gelassen. Eine angespannte Stille legte sich über den Parkplatz. Touristen bemerkten endlich, dass etwas nicht stimmte und begannen sich zu entfernen. Thor knurrte leise, er spürte die Spannung aller Anwesenden. »Was wird es sein, Herr Petrov?«
Petrov steht mit dem Rücken zur Wand, aber er hat einen Plan. Leute, jetzt wird's richtig spannend. Petrov ist umzingelt, aber der Typ gibt nicht so leicht auf. Petrov sah sich langsam um. Seine kalten Augen taxierten die Situation. SEK-Beamte in Position, BND-Agenten strategisch verteilt, Feldjäger mit Sturmgewehren. Er war eindeutig in der Unterzahl. Aber anstatt aufzugeben, lächelte er. Beeindruckend, Dr. Müller. Wie lange haben Sie das geplant? Seit dem Angriff auf das Reha-Zentrum. Wir wussten, dass Sie kommen würden. Aber nicht hier, nicht heute. Dr. Müller zögerte einen Moment. Nein. Dann haben Sie improvisiert. Das bedeutet, Sie sind nicht vollständig vorbereitet. Markus spürte, wie sich etwas in der Atmosphäre veränderte. Petrov war zu ruhig für jemanden, der gefangen war. Thor knurrte lauter. Seine Instinkte schrien Alarm. Thomas, flüsterte Markus ins Mikrofon. Etwas stimmt nicht. Bestätigt. Petrov ist zu entspannt. Petrov griff langsam in seine Jacke. Sofort richteten sich ein Dutzend Waffen auf ihn auf. Entspannen Sie sich, sagte er gelassen und zog ein Handy hervor. Nur ein Anruf. Lassen Sie das Handy fallen, brüllte ein SEK-Beamter. Oder was? Sie schießen mich vor Zeugen? Sie lachte. Das würde Komplikationen verursachen. Er tippte eine Nummer. Dr. Müller, könnten Sie Ihren Kollegen in Berlin ausrichten, dass die Operation nicht wie geplant verläuft? Dr. Müllers Gesicht wurde blass. Woher wissen Sie? Von Berlin. Oh, wir wissen viel über Ihre Organisation. Petrov beendete den Anruf. In 5 Minuten werden Sie einen sehr interessanten Anruf erhalten. Markus verstand es nicht vollständig, aber Thors Behalten wurde immer unruhiger. Der Hund spürte etwas, was die Menschen noch nicht begriffen hatten. Rico, flüsterte Markus ins Mikrofon, kannst du weitere Fahrzeuge sehen? Negativ, aber warte, am Horizont sieht aus wie… Was? Hubschrauber, 2 Stück, komm schnell näher. Dr. Müllers Handy klingelte. Er nahm ab, lauschte, sein Gesicht wurde immer blasser. Verstanden, sagte er schließlich und legte auf. Lassen Sie mich raten, sagte Petrov. Berlin sagt, die Operation ist abzubrechen. Sofort. Dr. Müller nickte widerwillig. Warum? Fragte Markus. Diplomatische Immunität, antwortete Petrov für ihn. Meine Auftraggeber haben Einfluss in höchsten Kreisen. Die Hubschrauber waren jetzt deutlich zu hören. Sie kamen direkt auf den Parkplatz zu. Das ist unmöglich, sagte Dr. Müller. In der Politik ist nichts unmöglich, wenn genug Geld fließt. Markus fühlte, wie ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Sie können nicht einfach gehen. Beobachten Sie mich. Petrov machte eine Handbewegung, seine Männer begannen sich zu bewegen, aber vorsichtig, nicht aggressiv. Thor bellte einmal, scharf und warnend. Aber, sagte Petrov und sah Markus direkt an, das hier ist nicht vorbei. Heute haben Sie gewonnen, Herr Weber, aber wir haben Zeit. Viel Zeit. Die Hubschrauber landeten am Rande des Parkplatzes. Und beim nächsten Mal werden keine Regierungsbeamten kommen, um Sie zu retten. Leute, das war ein Rückschlag, aber seht ihr, wie Markus reagiert? Der Mann ist unzerstörbar. Die Hubschrauber stiegen in die Luft und nahmen Petrov und sein Team mit. Zurück blieb ein Parkplatz voller frustrierter Polizisten und Geheimdienstler. Das kann nicht legal sein, sagte Markus zu Dr. Müller. Legal und möglich sind 2 verschiedene Dinge, antwortete dieser bitter. Petrovs Auftraggeber haben Verbindungen, von denen wir nur träumen können. Klaus und sein Team kamen aus ihren Verstecken. Thomas schüttelte den Kopf. In 30 Jahren Militärdienst habe ich so etwas nie erlebt. Willkommen in der Realität der modernen Kriegsführung, sagte Dr. Müller. Geld schlägt Gewehre. Markus rollte zu einem der SEK-Beamten. Was passiert jetzt? Wir packen zusammen und vergessen, dass das hier passiert ist. Und ich? Sie gehen nach Hause und hoffen, dass Sie nicht wiederkommen. Markus lachte bitter. Hoffen war noch nie meine Stärke. Thor kam zu ihm und legte den Kopf auf seinen Schoß. Der Hund spürte die Frustration seines Partners. Dr. Müller, sagte Markus. Sie haben gesagt, Petrov hat 12 andere Hunde gestohlen. Ja. Wo sind Ihre Händler?
3 sind tot, 2 vermisst, 7 haben gegen Geld kooperiert. Und die Hunde? Verkauft. An verschiedene Organisationen weltweit. Markus schwieg einen Moment. Das bedeutet, da draußen sind Soldaten, die ihre Partner verloren haben? Wie ich. Was haben Sie vor? Sie finden. Klaus starrte ihn an. Markus, du kannst nicht gegen eine internationale Organisation kämpfen. Warum nicht? Sie haben heute bewiesen, dass sie verwundbar sind. Wie? Sie mussten Hubschrauber schippeln. Das bedeutet, sie waren nicht so vorbereitet, wie sie dachten. Rico nickte nachdenklich. Er hat recht. Wenn sie wirklich unantastbar wären, hätten sie einfach weitergemacht. Dr. Müller schüttelte den Kopf. Das ist Wahnsinn. Die haben Ressourcen, die sie sich nicht vorstellen können. Haben Sie das? Sagte Markus, sah zu Thor. Sie wollten 10 Millionen für Thor bezahlen. Das bedeutet, auch Sie haben Grenzen. Stefan, der die ganze Zeit still gewesen war, sprach plötzlich: Markus hat einen Punkt. Keine Organisation ist unendlich finanziert. Was schlägst du vor? Fragte Thomas. Wir machen das, was wir am besten können. Wir jagen sie. Dr. Müller lachte ungläubig. Mit 4 Mann? Mit 4 Mann, einem Superhund und dem besten Netzwerk ehemaliger Soldaten in Deutschland. Klaus grinste plötzlich. Du meinst... Ich meine, wir rufen ein paar alte Freunde an. KSK, GSG 9, Feldjäger, Leute, die ihre Kameraden nicht vergessen. Das würde bedeuten, außerhalb der Legalität zu operieren. Petrov operiert auch außerhalb der Legalität, aber er versteckt sich hinter Diplomatie. Markus rollte zu seinem Auto. Thor, komm, wir haben Arbeit. Wohin gehst du? Rief Dr. Müller. Nachforschungen anstellen. Wenn ich die anderen Händler finde, finde ich vielleicht einen Weg zu den Hunden. Und dann? Markus drehte sich um. Dann bringe ich sie nach Hause. Die Suche nach den verlorenen Soldaten beginnt. Alter, jetzt wird Markus zum Detektiv. Er sucht die anderen Händler und was er findet, ist richtig krass. Eine Woche später saß Markus in seinem umgebauten Arbeitszimmer. Die Wände waren voller Fotos, Karten und Notizen, wie ein Polizeiermittlungsbüro. Thor legte neben ihm und beobachtete jeden seiner Bewegungen. Dr. Müller hatte ihm diskret eine Liste gegeben, die Namen der 12 verschwundenen Fenry-Händler. Markus hatte bereits 3 Todesfälle bestätigt, 2 Autounfälle, einer Selbstmord, alle innerhalb von 6 Monaten. Zu viele Zufälle, murmelte er und markierte die Orte auf einer Deutschlandkarte. Sein Computer piepte. Klaus hatte Informationen über Händler Nummer 4 geschickt, Hauptfeldwebel Sarah Lindner. Vermisst seit 8 Monaten. Interessant, sagte Markus zu Thor. Sie ist nicht tot, sie ist untergetaucht. Klaus rief an. Ich habe mehr über Sarah Lindner. Sie war mit Luna im Einsatz, einem belgischen Malinois. Beide verschwanden nach einem Trainingsunfall. Was für ein Unfall? Offiziell? Hubschrauberabsturz, aber die Wrackteile wurden nie gefunden. Markus' Puls beschleunigte sich. Sie ist mit ihrem Hund entkommen. So sieht's aus. Und ich habe eine Spur. Eine Frau mit einem Kampfhund wurde vor 3 Monaten in einem Tierheim in den Alpen gesehen. Welche Alpen? Österreich. Kleines Dorf namens Hallstatt. Markus studierte die Karte. Hallstatt war abgelegen, touristisch, perfekt zum Verstecken. Klaus, kannst du ein Team zusammenstellen? Wir fahren nach Österreich. Markus, das könnte gefährlich sein, wenn die Sammler sie auch suchen. Dann müssen wir schneller sein. Am nächsten Tag fuhren Markus, Klaus, Thomas und Rico durch die österreichischen Alpen. Thor saß neben Markus und schien die Bergluft zu genießen. Hallstatt war malerisch, ein kleines Dorf am See, umgeben von Bergen. Perfekt für Touristen, aber auch perfekt, um unterzutauchen. Sie fanden das Tierheim am Dorfrand. Eine ältere Frau namens Anna betrieb es allein. Sarah Lindner? Wiederholte sie vorsichtig. Ja, sie war hier, aber... Aber? Sie ist vor 2 Wochen verschwunden, über Nacht, hat nichts zurückgelassen. Klaus und Markus wechselten einen Blick. War sie allein? Fragte Thomas. Nein, sie hatte einen Hund bei sich. Wunderschönes Tier, aber anders. Anders wie? Zu intelligent, als würde er alles verstehen. Thor bellte leise, als würde er zustimmen. Ist jemand nach ihr suchen gehaben? Fragte Rico. Anna nickte nervös. Ja, 3 Männer.
Ausländer. Sie hatten Fotos von Sarah und dem Hund. Markus' Herz sank. Wann? Vor einer Woche. Die Sammler waren ihnen eine Woche voraus. Anna, sag mir dringend, hat Sarah gesagt, wohin sie gehen würde? Nein, aber... Anna zögerte. Sie hat nach dem Weg zum Krippenstein gefragt. Das ist ein Berg, sehr abgelegen. Klaus sah auf seine Karte. Krippenstein. Da oben gibt es Höhlen, alte Bergwerke. Perfekte Verstecke, ergänzte Thomas. Markus drehte seinen Rollstuhl Richtung Auto. Dann fahren wir da hoch. Markus warnte Klaus, wenn die Sammler schon dort sind, dann retten wir Sarah und Luna oder wir sterben beim Versuch. Thor bellte einmal, entschlossen und bereit. Leute, jetzt wird's richtig actionreich. Markus und sein Team fahren in die Berge, aber die Sammler sind schon da. Die Fahrt zum Krippenstein war steil und kurvenreich. Markus' speziell umgebauter Geländewagen kämpfte sich die Bergstraße hinauf, während Thor aufmerksam aus dem Fenster blickte. GPS zeigt noch 2 Kilometer, sagte Klaus und studierte seine Karte. Dann ist Schluss mit Fahren. Wie kommen wir Markus da hoch? Fragte Rico und blickte auf die steilen Felsenwände. Spezielle Rollstuhl, geländetauglich, hab ich nach Afghanistan anfertigen lassen. Thomas pfiff anerkennend. Du warst schon immer hartnäckig. Sie erreichten den Parkplatz am Fuß des Berges. 3 schwarze SUVs standen bereits dort. Verdammt, murmelte Klaus, sie sind definitiv ihr. Markus wechselte in seinen Geländerollstuhl, verstärkte Räder, Motorunterstützung, Kletterhaken. Thor sprang heraus und begann sofort die Umgebung zu erschnüffeln. Thor hat was, beobachtete Thomas. Der Hund folgte einer Spur bergaufwärts. Sie folgten einem schmalen Pfad, der sich zwischen Felsen hindurchschlängelte. Nach 20 Minuten stieß Thor einen leisen Warnlaut aus. Markus hielt an. Was ist es? Klaus hatte sein Fernglas dabei. 2 Wachen, 200 Meter voraus bei einem Höhleneingang. Bewaffnet? Automatikwaffen, professionelle Ausrüstung. Rico grinste. Wie in alten Zeiten. Plan? Fragte Thomas. Markus studierte das Gelände. Thor und ich lenken ab, ihr umgeht sie von links. Du als Köder, zu gefährlich. Thor ist der beste Alarmmelder der Welt. Wenn da mehr Leute sind, warnt er an uns. Sie bewegten sich in Position. Thor schlich lautlos neben Markus' Rollstuhl, seine Sinne auf Höchstleistung. Plötzlich bellte Thor. Nicht laut, aber dringend. Was? Flüsterte Markus. Thor deutete mit der Nase nach rechts. Dort bewegte sich etwas zwischen den Felsen. Klaus' Stimme kam durch den Funk. Weitere Kontakte! Mindestens 4 Mann! Das sind mehr als erwartet, murmelte Rico. Dann hörten sie es. Ein Hundegebell aus der Höhle. Nicht Thor, ein anderer Hund. Luna, flüsterte Markus. Sie ist da drin. Das Gebell wurde verzweifelter, als würde der Hund um Hilfe rufen. Sie toltern sie, sagte Thomas grimm. Markus' Gesicht verhärtete sich. Änderung des Plans, wir gehen direkt rein. Das ist Selbstmord. Nein, das ist Rettung. Thor bellte leise zustimmend. Thomas, Rico, eliminiert die Außenwachen. Klaus, mit mir zur Höhle. Markus! Das ist kein Vorschlag, das ist ein Befehl. Seine alte Autorität als Feldwebel kam durch. Die anderen nickten. Auf mein Zeichen, sagte Markus und rollte näher zur Höhle. Aus der Dunkelheit kam wieder Lunas verzweifeltes Gebell. Jetzt, befahl Markus. Das Team bewegte sich wie ein gut geöltes Maschine. Thomas und Rico verschwanden nach links, Klaus folgte Markus direkt zur Höhle. Thor lief voraus, seine Augen glänzten in der Dunkelheit. Zeit für eine Rettung. Höhlenkampf. Markus findet Sarah und Luna. Alter, das wird richtig heftig. Markus rollt in die Höhle und was er da sieht, macht ihn richtig wütend. Die Höhle war größer als erwartet. Alte Bergwerksschächte führten tief in den Berg hinein. Thor bewegte sich vorsichtig voraus, seine Nase arbeitete in der feuchten Luft. Klaus folgte direkt hinter Markus' Rollstuhl, seine Waffe im Anschlag. Sie hörten Stimmen aus der Tiefe, Russisch oder eine ähnliche Sprache, und dazwischen Lunas verzweifeltes Winseln. 2 Kontakte eliminiert, meldete Thomas durch den Funk. Verstanden, flüsterte Klaus zurück. Thor blieb plötzlich stehen, seine Ohren stellten sich auf, dann zeigte er nach links in einen Seitenschacht. Markus rollte vorsichtig näher. Im schwachen Licht seiner Stirnlampe sah er sie. Sarah Lindner saß gefesselt auf dem Boden, neben ihr lag Luna, ebenfalls mit Seilen fixiert.
beide Augen voller Angst, aber noch am Leben. 3 Meter entfernt stand ein Mann mit dem Rücken zu ihnen. Er telefonierte auf Russisch. Klaus deutete mit der Hand, ich übernehme ihn. Markus nickte und rollte leise zu Sarah. Sarah, flüsterte er. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. Wer? Markus Weber, Feldwebel, ich bin hier, um euch zu holen. Luna hob den Kopf und sah Thor. Zwischen den beiden Hunden entstand sofort eine Verbindung. Sie erkannten sich als Verwandte. Klaus bewegte sich lautlos hinter den Wachmann. Ein schneller Griff, ein gedämpfter Laut, dann Ruhe. Klar, flüsterte Klaus. Markus schnitt Sarahs Fesseln durch. Kannst du laufen? Ja, aber Luna. Thor, hilf Luna, befahl Markus. Thor verstand sofort. Er biss vorsichtig die Seile durch, die Luna gefesselt hielten. Die beiden Hunde beschnüffelten sich kurz, ein Moment der Erkennung zwischen Soldaten. »Wie viele sind noch da?« fragte Sarah. »Zu viele, wir müssen hier raus.« Plötzlich ertonten Schüsse von draußen. Rico und Thomas waren entdeckt worden. »Scheiße«, murmelte Klaus. »Wir müssen uns beeilen.« »Gibt es einen Hinterausgang?« fragte Markus Sarah. »Ja, aber der führt direkt über eine Felswand.« »Wie steil?« »Sehr steil. Unmöglich für einen Rollstuhl?« Markus grinste. »Unterschätz mich nicht.« Sie bewegten sich tiefer in die Höhle. Thor und Luna liefen nebeneinander, wie ein eingespieltes Team. Der Hinterausgang war ein schmaler Spalt im Fels. Dahinter ging es steil nach unten. »Das ist Wahnsinn«, sagte Sarah. »Willkommen in meiner Welt«, antwortete Markus und aktivierte die Seilwinde an seinem Rollstuhl. Draußen wurden die Schüsse intensiver. »Klaus, Status«, funkte Markus. »Thomas ist verwundet. Rico deckt ihn. Wir brauchen einen Fluchtweg.« 2 Minuten«, antwortete Markus und befestigte sein Seil am Fels. »Sarah, kannst du klettern? Mit Luna?« »Luna kann das«, sagte Markus und sah die beiden Hunde an. »Stimmt's?« Beide bellten einmal, kurz und bestimmt. »Dann los.« Sarah kletterte zuerst, Luna folgte mit erstaunlicher Geschicklichkeit. Thor wartete bei Markus. »So, Kumpel«, sagte Markus zu seinem Partner. »Zeit für das verrückteste Ding, was wir je gemacht haben.« Er rollte an den Rand des Abhangs. »Markus«, schrie Sarah von unten, »das ist zu gefährlich.« »Das haben sie mir in Afghanistan auch gesagt.« Er ließ sich über die Kante gleiten. Die Familie ist komplett. Thor und Luna vereint. Leute, das ist das epische Finale. Was jetzt passiert, werdet ihr nie vergessen. Das Abseilen war gefährlicher als alles, was Markus in Afghanistan erlebt hatte. Aber sein Geländerollstuhl und die Seilwinde hielten. Thor sprang geschickt von Fels zu Fels und folgte ihm nach unten. Unten angekommen, half Sarah ihm aus dem Geschirr. Das war irrsinnig, aber es hat funktioniert. Luna und Thor standen nebeneinander und beobachteten die Höhle über ihnen. Beide knurrten leise. Sie spürten, dass noch Gefahr lauerte. Klaus' Stimme knisterte durch den Funk. »Markus, wir haben ein Problem. Mehr Fahrzeuge sind angekommen.« »Wie viele?« »Mindestens 10 Mann. Petrov ist dabei.« Markus' Kiefer spannte sich an. Natürlich ist er das. Sarah sah zwischen den Hunden hin und her. »Luna, Thor, ihr kennt euch, oder?« Beide bellten einmal. Dann passierte etwas Erstaunliches. Sie begannen zu kommunizieren, nicht mit Gebell, sondern mit kleinen Winseln, Kopfbewegungen, Körpersprache. »Sie planen etwas«, bemerkte Markus. Thor kam zu ihm und legte die Pfote auf seinen Arm. Dann lief er zu einem versteckten Pfad, den sie vorher nicht gesehen hatten. »Thor kennt einen Weg«, sagte Sarah erstaunt. »Wie kann er das? Er war noch nie hier.« Luna hat es ihm gezeigt. Hundesprache. Sie folgten dem schmalen Pfad, der sich um den Berg herum schlingelte. Nach 20 Minuten erreichten sie eine kleine Lichtung, wo Klaus, Thomas und Rico bereits warteten. Thomas hatte einen Verband um den Arm, aber grinste. Rico hat 3 von ihnen ausgeschaltet. Petrov ist wütend. »Gut«, sagte Markus. »Wütende Leute machen Fehler.« Sarah kniete sich zu Luna hinunter. »Mädchen, du warst so tapfer.« Luna leckte ihr Gesicht, dann ging sie zu Thor. Die beiden Hunde setzten sich nebeneinander, wie Soldaten, die endlich nach Hause gekommen waren. »Was jetzt?« fragte Klaus. Markus sah auf seine beiden Hunde. »Jetzt gehen wir nach Hause. Alle zusammen. Und Petrov wird uns verfolgen. Aber jetzt sind wir 4 Menschen und 2 Superhunde. Die Chancen haben sich geändert.« Sarah stand auf. »Markus, ich kenne andere Händler, Überlebende, Menschen wie uns, die ihre Partner verloren haben.« »Wo?« »In ganz Europa, versteckt, aber nicht besiegt.« Thor und Luna bellten gleichzeitig, als würden sie zustimmen. »Dann sammeln wir sie«, sagte Markus entschlossen, »eine nach der anderen.« Klaus grinste. »Das wird eine interessante Mission.« »Die beste Art von Mission«, ergänzte Rico.
Als sie zum Tal hinuntergingen, liefen Thor und Luna nebeneinander. 2 Superhunde, wieder vereinigt, 2 Soldaten, die ihre Familie gefunden hatten. Markus sah zu ihnen und lächelte. Sie waren nicht mehr nur ein Mann und ein Hund gegen die Welt. Sie waren eine Familie, und Familien kämpfen füreinander. Die Jagd auf die Sammler hatte gerade erst begonnen. Wow, Leute, was für eine Geschichte. Von einem einsamen Veteranen zu einer ganzen Familie von Superhunden. Lasst einen Daumen hoch da und abonniert für mehr epische Abenteuer.